Hallo, hier ist Sarah Schmid mit einem neuen Video. 4 Wochen sind jetzt vergangen und ich bin zurück. Die 20. Woche hat angefangen. Der Bauch ist in den letzten 4 Wochen ordentlich gewachsen. Da kann man, glaube ich, auch ganz gut sehen, dass der jetzt größer ist, als er noch vor 4 Wochen war. Das Kind spüre ich auch jetzt schon regelmäßig und viel deutlicher als noch vor 4 Wochen. In der 17., 18. hatte ich mal so eine Phase, da habe ich es auch mal einen ganzen Tag lang nicht gespürt und dann wieder. Und ja, da kamen mir dann die üblichen Gedanken so, es bewegt sich nicht, es bewegt sich nicht, es bewegt sich nicht. Aber dann kam mir das auch wieder bekannt vor, weil in den anderen Schwangerschaften war das ganz genauso gewesen. Deswegen, ja, habe ich zu mir gesagt, Sarah, alles wird gut. Und alles wird gut. Und jetzt bewegt sie es deutlicher und ich merke es auch häufiger und jeden Tag. Ja, genau. Sonst ist eigentlich nicht viel passiert in den letzten 4 Wochen, außer es ist halt gewachsen und tritt kräftig. Ja, heute dachte ich, letztes Mal habe ich euch ja erzählt, warum ich keine offizielle Vorsorge wahrnehme. Und diesmal habe ich gedacht, erzähle ich euch, was ich denn stattdessen mache. Mir ist das Wichtigste, dass ich und das Baby gesund sind und bleiben und dass es keine Schwangerschaftskomplikationen gibt, das Baby optimal wächst. Und um das sicherzustellen, halte ich, wen wundert's, die Ernährung für einen, wenn nicht den, wichtigen Baustein dabei. Und ja, Ernährung ist so ein Thema, wo man sich drum streiten kann und wo es 1000 Meinungen gibt und jeder hat die passende Studie, die seine Meinung stützt. Deswegen bin ich da am Anfang ziemlich unbedarft rangegangen. Also als ich mit dem ersten Kind schwanger war, habe ich gedacht, ja, ich ernähre mich doch so gesund, wird schon reichen, ernähre mich ja relativ gesund. Und das habe ich auch so gemacht, wie ich dachte. Dann war ich ja mehr zu Hause, habe kochen gelernt, musste ich ja. Habe mich so ein bisschen an den Mainstream gehalten. Tierisches ist ungesund, pflanzliches ist gesünder, also lieber mehr pflanzliches und wenig tierisches. Das zweite Kind wurde geboren, wir waren in Schweden, die Nachbarin hatten Kühe, wir haben dann da Rohmilch geholt, was ja in der Schwangerschaft aber als so gefährlich gilt. Da habe ich mich aber ein bisschen dazu belesen, dass es doch nicht so wild ist eigentlich, wenn man ein gesundes Immunsystem hat. Und dann hat mein Mann eine Multifunktionsküchenmaschine gekauft. Und dazu gab es einen Flocker. Und irgendwelche Verwandten von ihm haben das gemacht und er hält es für eine gute Idee, dass man die Haferflocken doch, statt die aus dem Laden zu kaufen, frisch quetschen könnte. Also haben wir dann säckeweise Nackthafer angeschleppt und frisch gequetschte Haferflocken gegessen. Das haben wir ungefähr ein Jahr lang oder so gemacht. Ich wurde dann beim 3. schwanger und dann stellte ich fest, dann habe ich schon langsam angefangen so mit der Ernährung, dachte ich, naja, Zucker ist nicht so gut, ich lasse mal den Zucker weg. Und die Haferflocken sind natürlich auch super, habe ich gedacht. Ja, also alles, was ich geändert hatte, war den Zucker wegzulassen und diese frische Haferflocken zu essen. Und plötzlich habe ich und meine große Tochter Löcher in den Zähnen gekriegt. Und zwar richtig Löcher. Nicht nur so kleine, naja, kann man eine Füllung reinmachen, sondern das war schon, also meine Tochter hatte dann 2 Abszesse an den Milchzähnen und weigerte sich aber zum Zahnarzt zu gehen. Und da musste ich also was finden. Dann habe ich halt gesucht nach natürlichen Alternativen und bin im Internet auf dieses Buch hier gestoßen, Cure Tooth Decay von Ramil Nagel. Ja, den Ansatz fand ich sehr interessant und dann habe ich das auch umgesetzt. Er hat da ziemlich viele gute Grundlagenstudien und so weiter, also es war für mich super plausibel, obwohl ich mich schon ein bisschen schwer getan habe mit manchen Sachen, zum Beispiel eben die Haferflocken wegzulassen. Ja, aber innerhalb von 3 Monaten waren die Abszesse bei meiner Tochter verschwunden.
Wir haben keine Zahnbehandlung gemacht, nichts. Die Zähne sahen zwar abenteuerlich aus, aber die Abszesse waren weg, es waren keine Schmerzen mehr. Ja, und meine Karies ist genauso zum Stillstand gekommen. Bewiesenermaßen. Ich habe ein Röntgenbild machen lassen und 9 Monate später wieder und da ist nichts weitergegangen. Und wir haben das bis heute beibehalten und ich habe bis heute keine neuen Löcher, seit 5 Jahren. Trotz jetzt 3. Schwangerschaft. Das Buch gibt es jetzt auch auf Deutsch. Ich habe es nämlich dann übersetzt, weil ich dachte, das ist so wichtiges Wissen, das kann gar nicht sein, dass es das im Deutschen noch nicht gibt. Also hier ist die deutsche Variante, Karies heilen. Das basiert vorwiegend auf den Arbeiten von Weston Price. Das sagt den meisten Deutschen auch nichts. Das war nämlich ein Amerikaner, ein US-Amerikaner, ein Zahnarzt, der in den 30er Jahren Völker auf der ganzen Welt bereist hat, geguckt hat, wie gesund sind ihre Zähne, wie gesund sind die und wie ernähren die sich. Und er ist zu der Erkenntnis gekommen, dass traditionelle Ernährung gesund erhält und moderne Ladenkost krank macht, die Zähne verfallen lässt, die Schönheit verfallen lässt, die Gesundheit verfallen lässt. Ja, das ist so ganz grob, also wer sich da reinlesen will, das ist ein komplexes Thema. Aber danach richten wir uns seit 5 Jahren und damit geht es erstaunlich gut. Also die ersten 3 Schwangerschaften hatte ich mehr hatte ich mehr Wehwehchen, als ich jetzt habe. So die ersten 3 ohne dies anzuwenden im Vergleich zu den, jetzt ist ja die 3., wo ich das so mache. Zum Beispiel hatte ich Sodbrennen und Mundtrockenheit und sowas. Das habe ich seitdem nicht mehr. Ja. Das bedeutet natürlich, dass man einiges macht, was der Mainstream nicht gut heißt, wie zum Beispiel viel Butter essen und viel tierisches Fett und Rohmilch trinken in der Schwangerschaft. Ganz böse. Nee, ja, mache ich trotzdem. Und ich hatte auch noch nie Probleme damit, weil ich habe ein gesundes Immunsystem. Es ist halt nicht so, dass es nur die bösen Erreger gibt, die einen krank machen, sondern viel wichtiger ist das Immunsystem und wie das mit den Erregern umgeht. Und ein gesundes Immunsystem, das lässt sich einfach mal nicht so schnell umhauen, selbst wenn man schwanger ist. Ja, genau, das war das Ernährungskapitel. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich und trotzdem nicht zu langatmig abgehandelt. Was ich noch mache, ist, ich achte auf meine Haltung und auf einen halbwegs fitten Beckenboden, weil ich nämlich festgestellt habe, wenn ich das nicht tue, dann wäre ich ziemlich schnell undicht, wenn ich zum Beispiel niese, was unangenehm ist. Und ich bin dann auch ziemlich verspannt, vor allem auch nach der Geburt. Und deswegen habe ich einen Kniehocker, also wenn ich sitze, sitze ich auf so einem Teil, wo ich halt trotzdem halbwegs aufrecht drauf sitze. Und vom Computer stehe ich inzwischen, weil vom Computer habe ich so lange so da gehangen und habe mich immer gewundert, warum ich hier total verspannt bin im ganzen Nacken und im Kiefer und überhaupt, bis mein Mann mir dann so einen Schreibtisch gebaut hat. Und ich hatte eigentlich gar nicht jetzt gedacht, dass das mit meinen Problemen zusammenhängt, aber ab dem Zeitpunkt waren meine Probleme so gut wie weg. Wenn ich Stress habe, dann beiße ich auch, also dann bin ich auch hier, aber sonst nicht. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so eine wichtige Rolle spielt, wie man sitzt oder auch eben nicht sitzt. Also das, was man dauerhaft macht, da muss man echt gucken, ob das dem Körper auf lange Sicht gut tut. Und beim Beckenboden, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, den fit zu halten. Und ich finde das eigentlich auch gar nicht so schwer. Man darf sich nur nicht einseitig auf diese Kegelübungen fixieren, weil das kann dann erst recht ein Ungleichgewicht schaffen, weil zum Beckenboden eben viel mehr Muskeln gehören als nur unten der Beckenboden. Sondern da gehört ja auch hinten die Gesäßmuskeln dazu und überhaupt die ganzen Muskeln, die beim Becken beteiligt sind. Also tanzen oder so auf dem Trampolin wippen, nicht richtig doing doing springen, weil dann belastet man den Beckenboden erst recht. Aber so ein bisschen wippen, dass man halt mit dem Beckenboden gegenhalten muss. Oder auch tanzen, Bauchtanz. Ich mache vom Spiegel Bauchtanz abends so ein bisschen. Ich kann zwar keinen, aber ich mache es trotzdem. Und tief hocken natürlich, was ich nicht kann, wegen meiner Hüften, aber ich hocke dann so halb. Also alles, wo man das Becken und die Haltung mit fördert, das tut gut und verhindert, dass man
im Beckenboden Probleme kriegt. Also manchmal, wenn ich eine Zeit lang nachlässig war, merke ich das, wenn ich mal dann wieder niesen muss und ich kann es nicht halten, dann weiß ich, oh, du warst nachlässig, Sarah, mach mal wieder was. Und dann mache ich wieder was und dann geht es auch wieder. Ja, das sind so meine Bewegungssachen. Viel Zeit hat man halt nicht mit vielen Kindern. Ich kann also jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen oder in irgendeinen Tanzkurs, was vielleicht auch ganz nett wäre. Aber ich muss halt so meine Nischen finden im Alltag, wo ich das unterbringe. Ja, genau, das zur Bewegung. Auch ein wichtiges Ding, auch um die Geburt nachher zu beschleunigen, auch um die Kindlage zu verbessern. Also man sollte möglichst nicht so lange auf dem Sofa fläzen, zurückgelehnt. Dann legt sich das Baby auch gerne so rum und dann hat man dann unter Umständen eine anstrengendere Geburt, also eine Sterngucker-Geburt, wo das Kind halt mit dem Rücken nach hinten liegt statt nach vorn. Deswegen ist das von Vorteil für Mama und für die Geburt nachher und fürs Baby, wenn man auf seine Haltung achtet. Ja, dokumentieren und messen tue ich eigentlich gar nicht so viel, also ist unterschiedlich. In der Schwangerschaft vorher, also jetzt vor der, habe ich viel mehr gemacht. Da hatte ich irgendwie auch Lust. Da habe ich einmal im Monat notiert, Fundusstand und Gewicht von mir und was habe ich noch notiert? Ja, sowas im Mutterpass, so was man da so eintragen kann. Ich habe mir das kopiert und dann habe ich da diesen Mutterpass, dieses Gravidogramm habe ich dann ausgefüllt. Aber in dieser Schwangerschaft habe ich auch dazu nicht so richtig Lust. Ich habe so meinen Fundusstand schon mal gefühlt und es ist ja alles normal, und also normal weit entwickelt und so weiter. Aber ich habe gerade gar nicht so die Lust, was zu notieren. In früheren Schwangerschaften habe ich noch mehr in die Hinsicht gemacht, habe ich meinen Blutdruck gemessen und habe ich Teststreifen in Urin gehalten, was man halt so bei der Vorsorge macht. Aber das war immer alles ganz normal und ich habe dann irgendwann mehr Vertrauen in mein Gespür für meinen Körper entwickelt und gewusst, wenn ich mich gut fühle und wenn ich nichts merke, dann brauche ich mir auch keine Gedanken zu machen und muss mich nicht so routinemäßig behandeln, wie die Frauen halt bei der Vorsorge behandelt werden. Sondern wenn irgendwas nicht stimmt, dann werde ich das merken. Zum Beispiel hatte ich jetzt, habe ich gemerkt, mal, dass was nicht stimmt. Am Anfang der Schwangerschaft hatte ich so ein Druckgefühl in der Schilddrüse, hier links. Ich habe in der letzten Schwangerschaft gemerkt, oder nach der Schwangerschaft, dass die Schilddrüse auf der Seite größer geworden ist. Ich habe schon gedacht, na, habe ich nicht genug Jod? Aber dann habe ich den Gedanken auch wieder fallen lassen irgendwie. Jedenfalls jetzt am Anfang der Schwangerschaft fing das an und da war auch hier so unangenehm, aber komischerweise nur links. Und dann habe ich mal meine Jodzufuhr ausgerechnet, die ich so pro Tag habe, und habe festgestellt, dass das doch ein bisschen wenig war für eine Schwangerschaft. Also ich dachte, über den Lebertran, den ich nehme, kriege ich eigentlich genug Jod, aber das war dann doch nicht ganz so viel. Also mir fehlten so knapp 100 Mikrogramm am Tag. So ganz genau weiß man ja auch nicht, wie viel in den Lebensmitteln drin ist, aber so ungefähr über den Daumen gerechnet. Dann habe ich mir so ein Algenpräparat besorgt, weil ich bin so ein bisschen misstrauisch gegenüber diesen Industrie-Tabletten. Dann dachte ich nehme mal natürliches Jod, das ist irgendwie ein besseres Gefühl. Ja, dann habe ich das eine Zeit lang genommen. Das komische Gefühl verschwand wieder. Manchmal habe ich noch so einen Druck hier unten, aber es fühlt sich nicht mehr so wund an oder so. Ich weiß nicht, das war komisch. Dann habe ich einen Termin beim Hausarzt gemacht, habe meine Schilddrüsenwerte überprüfen lassen und die waren ganz in Ordnung, ganz normal. Ja, und dann bin ich weiter mit meiner Schilddrüse da, wegen der Vergrößerung. Das muss ich dann nach der Schwangerschaft machen lassen. Ja, ansonsten habe ich von den ganzen Wehwehchen, die man so haben kann, eigentlich nichts weiter, außer meine Krampfadern. Die habe ich schon seit der zweiten Schwangerschaft und es wird halt mit jeder Schwangerschaft ein bisschen mehr. Da kann man irgendwie nicht viel machen, außer die hübschen Strümpfe tragen, die dann machen, dass es wenigstens nicht so drückt und dass die Füße nicht dick werden. Ja, mal gucken, wie ich das im Sommer mache. Da bin ich ja nicht so scharf drauf, diese Strümpfe zu tragen, weil ich da so gern barfuß laufe. Aber mal gucken, ich habe schon überlegt, ob ich mir die irgendwie zurecht schnipple. Ja, sonst Krampfadern, Hämorrhoiden ein bisschen. Also das ganze venöse System ist bei mir so ein bisschen anfällig. Ansonsten geht es mir gut, keine Wehwehchen. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass meine Selbstvorsorge gut funktioniert. Dass mein Körper mit der Schwangerschaft gut zurechtkommt. Ja, und jetzt lasse ich es einfach weiter wachsen. Und melde mich dann in 4 Wochen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin, tschüss.